Vario EOS heißt der nächste Wing bei uns im Test. Das ist eine vollständige Neukonstruktion und ist aber auch im Fortsatz sozusagen der Nachfolger vom Vario Wing V3. Wie üblich haben wir eine ausreichend groß dimensionierte Frontschlaufe, die auch von der Festigkeit sehr gut geeignet ist zum Führen des Wings. Den EOS gibt es wahlweise mit Soft-Handles, mit Carbon-Griffen oder auch einer durchgehenden Lenkstange. Wir haben beide Varianten, Griffe und auch Lenkstange im Test halt benutzt. Beide sind halt sehr schön dimensioniert, lassen sich sehr gut greifen und sind auch optimal positioniert. Be- und entlüftet wird über zwei Subventile. Das Ganze ist aber nochmal mit einem One-Pump-System verbunden. Wenn man jetzt einmal den Wing befüllen will, kann man das machen. Dann schließt man die Klemme und kann eventuell auf der Mittelstrut auch noch etwas den Druck erhöhen. Der mittlere Teil des Tube-Gerüstes ist aus einem hochfesten Dacron mit rechteckiger Zusatz-Polyesterfadenstruktur, kennen wir von anderen Modellen. Und als Flugtuch wählt Vario hier ein Double Ripstop Material, was zusätzlich in der Abrisskante mit einem noch stärkeren Material, also noch dehnungsärmeren Material versehen ist, damit hier der Wing möglichst lange hält. Das Fenstermaterial ist durchgehend mit zusätzlichen Polyesterfäden verstärkt. An der Abrisskante gibt es zusätzlich nochmal 3 Latten, damit hier möglichst überhaupt keinerlei Flattern vorhanden sein kann. Alle möglichen Abrieb- und Scheuerstellen sind mit Kevlar-Materialien verstärkt. Neben der Änderung in der gesamten Geometrie, was Profiltiefe, Fronttube-Dicke und dergleichen angeht, ist halt hier gerade der Tippbereich halt deutlich verschlankt gegenüber dem vermeintlichen Vorgängermodell, dem Vario Wing V3. Für einen Around Wing haben wir ein verhältnismäßig flaches Profil, also ist etwas weniger als mitteltief. Das Ganze ist mit einem kleinen Infill-Panel versehen, was vorne und hinten geöffnet ist. Die Mittelstruts sowie auch die Tippenden sind aus einem Standard-Dacron gefertigt. Verschlossen ist hier die Fronttube mit einer Kedernaht, die von der Innenseite gedoppelt und vernäht ist. Die Mittelstrut ist mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. In puncto Tuchstraffung hat man hier auch ordentlich zugelegt. Das Ganze ist wie gemalt eine wirklich ganz saubere, cleane Tragfläche. Und im Übergang von der Fronttube zum Flugtuch gibt es auch hier wieder einen Tuchstreifen als Doppelung. Schon beim ersten Kontakt fühlt sich der Vario EOS insgesamt sehr leicht an. Das liegt daran, dass sich das auch flachere Profil sehr gut selber trägt. Wir haben hier nicht ganz so viel Auftrieb wie bei reinen Einsteiger-Wings, aber mit einem leichten Führen des Wings kann man hier ein wirklich frühes Aufsteigen oder frühes Anfahren auf den Flügel ermöglichen. Das Ganze geht in Kombination aufgrund der hohen Tuchstraffung mit einer insgesamt etwas höheren Pumpfrequenz und einem etwas tieferen Kurs auf Raum und Kurs. Ein Spannungsverlust der Struktur ist hier wie beim Vorgängermodell halt überhaupt nicht mehr zu vernehmen. Das Ganze geht hier wirklich direkt vom Impuls des Fahrers in den Wing über und kann dadurch halt wirklich sehr, sehr effizient genutzt werden. Man sieht auch hier nochmal sehr schön, wenn wir einen ausreichend starken Wind haben, optimaler Windbereich und darüber, dann reicht auch hier nur das Auswählen des richtigen Kurses, damit die saubere Anströmung am Wing ausreicht, um auch kleinere Flügel und kleinere Boards schnell in Vorwärtsgeschwindigkeit zu bringen, um früh ins Fliegen zu kommen.
Ist man auf dem Flügel in Fahrt, so haben wir hier mit dem Vario EOS einen sehr ruhigen Wing, der im Prinzip keinerlei wirkliche Nachsteuern auf der hinteren Hand oder dergleichen erfordert. Der bleibt halt auch Tip-to-Tip und Anströmkante zur Abrisskante immer sehr schön ausbalanciert. Dazu kommt, wenn man ihn mit etwas Druck auf dem Flügel fährt, also wirklich so eher Race-Technik schon ein bisschen anwendet, stellen wir fest, dass wir hier im Vergleich der Around Wings einen sehr schnellen Wing in der Hand haben. Und auch bei der Leistung auf dem Anwendkurs gehört er hier zu den wirklich sehr guten Wings im Around-Bereich. Ein wichtiger Bestandteil eines guten Allround-Wings ist natürlich ein wirklich homogenes und sehr ausbalanciertes Manöverhandling. Und genau das bietet uns hier der Vario EOS. Ob wir jetzt Manöver durch den Wind halsen oder halt Tags, alle Manöver gegen den Wind machen. Der Wing verhält sich hier vollständig neutral. Hier gibt es keinerlei Aufschwingen und dergleichen. Wir haben auch dadurch, dass der Front-Tube-Durchmesser deutlich auch nochmal reduziert wurde gegenüber dem Vorgängermodell und die Tips hier halt wesentlich schlanker ausfallen, haben wir spürbar wenig Drag gegen den Wind, sodass hier das Durchfahren von Manövern ein reines Vergnügen ist. Die Drehung und Rotation sind nicht ganz so spielerisch wie bei dem Elevate WFS V5, der folgt auch demnächst in Kürze bei uns hier im Test. Aber insgesamt ist das Manöverhandling hier, gehört das so mit zum besten und neutralsten, was wir bislang so in der Hand hatten. Und auch vergleichbar mit dem Klassenprimus von Duotone, der Unit, ist der EOS hier fühlbar deutlich spielerischer. Schauen wir auf die Eigenschaften beim Führen des Wings in der Welle, also sprich, wenn man ihn an der Frontschlaufe hält. So zeigt er sich hier absolut weiterhin völlig neutral bei der Balance Tip-to-Tip. Wir haben zwar im hauseigenen Portfolio noch den Aura, der vom Marketing hier eher noch auf Welle ausgerichtet ist. Man muss aber ganz klar sagen, dass der EOS hier als neueste Entwicklung wirklich einiges zu bieten hat. Er ist zwar ein bisschen kompakter, der Aura ist insgesamt ein Tick gestreckter vom Aspektratio, aber die Balance ist so schön ausgerichtet, dass es wirklich auch sehr viel Spaß macht, sich mit dem EOS in den Wellen dementsprechend zu bewegen. Man kann ihn super an der Frontschlaufe führen und man hat halt insgesamt einen neutralen Wing, der wenig Drag hat. Man hat nicht viel, was man da mit sich mitziehen muss. Also das ist halt schon wirklich sehr gut gelungen. Wenn es um das Springen geht beim Wingfoilen, dann ist hier beim Vario EOS der sportliche Charakter am ehesten zu spüren. Wir haben halt nicht so ein tiefes Profil, wir haben dadurch halt auch nicht von alleine auch bei langsamer Geschwindigkeiten tragenden Lift, sondern wir machen hier beim EOS das Ganze aus der Geschwindigkeit. Natürlich muss man dann wiederum im Umkehrschwung auch ein schnelleres Foil fahren, sprich halt, man muss halt eine gute Technik besitzen fürs Anfahren, damit man die schnelleren Foils früh zum Fahren bringt. Und das eine bedingt natürlich immer weiter das andere. Wenn man da einen zügigen Flügel hat, wo der EOS seine Geschwindigkeit ausspielen kann, kann man einen sehr schönen und guten Pop generieren. Und auch für die Rotation ist das Ganze hier sehr schön geeignet, weil es halt durchs flachere Profil schnell dreht und weil wir eine insgesamt recht kompakte Outline, also nicht einen zu hohen Wingspan bei dem EOS haben. Ob man das Ganze jetzt lieber mit Griffen umsetzen möchte beim Springen oder lieber mit der Lenkstange, wir wollen uns da ehrlich gesagt momentan auch gar nicht an der Diskussion beteiligen. Zudem steht jede Möglichkeit beim EOS zur Verfügung.
kann halt mit dem Wing kombiniert werden. Wie gesagt, man muss sich, wenn man das kauft, halt dazu aussuchen, was man dementsprechend haben möchte. Es wird jetzt nicht alles gleich dabei gelegt. Das wäre natürlich auch nicht besonders nachhaltig. In dem Fall vom Vario EOS kann man auch nur klar feststellen, einfach alles richtig gemacht. Alle Sachen, die man heutzutage modern umsetzen kann, sind perfekt umgesetzt. Optimale Tuchstraffung, schöne kompakte Outline, volle Variabilität in puncto Griffoptionen, je nachdem wie man von seinem Fahrkönnen geartet ist oder je nachdem was jeder für ein Interesse hat, kann sich Softgriffe, feste Carbongriffe oder Carbon-Lenkstange montieren. Das ist alles ohne Probleme möglich. Durch das im Vergleich insgesamt etwas flachere Profil gegenüber anderen Allround Wings sehen wir den Vario EOS als sportlichen Allrounder, also ein bisschen Anspruch an aktives Fahren ist von unserer Seite hier schon definitiv ratsam. Für den völlig Inaktiven gibt es sicherlich den ein oder anderen Wing, der dann nochmal mehr pullt und dann dem völligen Anfänger, der lieber inaktiv fahren möchte, das Cruisen halt erleichtert. Da muss man klar sagen, halt der EOS zeichnet sich da eher im Performance-Bereich aus. Er bringt halt wirklich sehr gute Leistungen in der Welle, schnelle Sprünge und Freestyle ist ebenfalls sein Ding. Und optisch finden wir das Ganze hier auch wirklich absolut schön verarbeitet und ansprechend. Der empfohlene Verkaufspreis vom EOS ist bei 4,5 Quadratmeter, also der von uns getesteten Größe, 1.039 €. Das ist im Vergleich der Mitbewerber mit diesen gewählten Materialkombinationen wirklich ein sehr guter Preis. Und von unserer Seite allgemein empfehlenswert, da er in puncto Fahrleistung definitiv keinerlei Wünsche offen lässt.